Starten wir rein in unsere dritte und letzte Saison mit Preußen Münster, mit unseren neuen Auswärtstrikots. Hoffenheim also das erste Spiel. Wir spielen auch international, wir haben Playoffs, eventuell in der Conference League. Ich werde auch einen weiteren Spieler verpflichten. Ihr konntet ja darüber abstimmen. Und zwar spielt der beim heutigen Gegner, der Innenverteidiger Chavez. Der hat, glaube ich, mit großer Mehrheit die Stimmen bekommen. Und von daher werden wir uns nach dem Spiel auch mal daran begeben, noch einen Innenverteidiger zu verpflichten. Brauchen wir auf jeden Fall für die Innenverteidigung. Das sind also unsere neuen Auswärtstrikots. Die haben eigentlich auch die Umfrage relativ klar gewonnen. Beim Heimtrikot war es ein bisschen knapper. Ich glaube, 2 Trikots waren nur 3 oder 4% auseinander. Aber irgendwann muss ich ja eine Entscheidung treffen. Und die Mehrheit hat sich halt in dem Fall durchgesetzt. Und das Heimtrikot werdet ihr dann im nächsten Spiel, im nächsten Heimspiel sehen. So, los geht's. Spiel in Hoffenheim. Jongwa ist vorgezogen. Wagner spielt Linksverteidiger. Also unser neuer Mann von Philadelphia. Vorne Nacho Ferri, dahinter Listesch, den wir ja noch geliehen haben, glaube ich, für ein Jahr oder für eine Saison müsste das noch sein. Tja, und dann lasse ich alles auf mich zukommen. Auch das europäische Geschäft, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, das habe ich mir auf jeden Fall vorgestellt. Jongwa gegen Nsoki. Jetzt können wir schon mal schauen, wo ist denn Chavez, oder spielt der gar nicht? Ich glaube, der spielt gar nicht. Van Hecke spielt. Ich hatte den vorhin noch in der Aufstellung gesehen. Lique. Aber nee, dann ist der anscheinend heute nicht in der Startelf. Wahrscheinlich wird er schon geschont. Ja, das sind so diese klassischen Moves. Wenn ein Spieler wechselt, dann spielt er nicht. Vertragsverhandlungen werden geführt. Ja, das heißt offiziell, er ist verletzt, er hat eine Kleinigkeit, aber ganz inoffiziell führt er Verhandlungen mit den anderen Vereinen. Genauso wird das hier auch sein. Ja, Hoffenheim wie immer, Fünferkette, sehr, sehr schwer zu bespielen. Aber das machen wir auch mit unserem neuen Stürmer. Da ist er, da ist Nacho Ferri. Und das erste Tor der neuen Saison für Nacho Ferri. Julia steht zwar hinten drauf, aber das Julia lassen wir weg. Nacho Ferri ist zurzeit noch verliehen nach Belgien in echt von der Eintracht. Ja, es könnte auch sein, dass er eine gute Zukunft bei der Eintracht hat, wenn er sich so entwickelt. Ja, Laien haben ja auch öfter mal gut getan. Siehe Daichi Kamada, siehe Tuta. Die haben auch beide in Belgien eine Leihe gehabt und sind dann stärker wieder zurückgekommen. Und bei Nacho Ferri hoffe ich eigentlich genau das Gleiche. Großgewachsener Stürmer, sehr torgefährlich und er macht das erste Tor der neuen Saison. Also, Nacho Ferri, 1:0, schön rausgespielt und es geht so einfach. Ball über die Abwehr. Und dann ist halt Nacho Ferri da. Fridtjonsson, klar, der hat auch schon sich gemeldet. Er wollte auch nicht auf der Bank sitzen. Ja, aber Nacho Ferri hat einfach 10 Stärken mehr. Da darf ich Nacho Ferri nicht auf der Bank sitzen lassen. Achtung, es kommt Hoffenheim. Gut verteidigt. Darauf wird es halt auch die ganze Saison über lang ankommen. Mal gucken, wie lange wir das durchhalten können. Mal gucken, wie es in der Conference League läuft. Vielleicht müssen wir auch gar nicht in den Playoffs spielen. Vielleicht ist der Bundesligist hier automatisch mit dabei. Wir werden es vielleicht nach diesem Spiel hier sehen. Und dann natürlich nochmal in die Verhandlung reingehen mit Chavez. Raus aus Hoffenheim, rein nach Münster, nach Nordrhein-Westfalen. So, jetzt Doppelpass. Oh, traumhaft, ehrlich. Wieder zwischen Nacho Ferri und Listesch. Das könnte so das neue Sturmduo, das Traumduo werden. Hier in Münster. Nach Rodowski und Malik Batmatz ist es jetzt vielleicht Listesch und Ferri für Europa. Wer weiß es schon. Jetzt kommt auf jeden Fall Lojek. Die Hoffenheimer können nämlich auch Fußball spielen. Ja, Ishii hinten, den dürfen wir eigentlich nicht rausrücken lassen. Achtung. Oh, Collins kommt nicht ran, aber Ishii, kein Foul. Oh ja, natürlich, dann fällt er über den Hoffenheimer drüber. Das ganz, ganz typische Bild. Achtung! Und da der Ausgleich. Das war eigentlich klar. Das war im Skript schon drinne geschrieben. Als wir da oben wieder übereinander hergefallen sind im Strafraum und nicht rechtzeitig aufstehen konnten, dann war das schon klar, dass der reingeht. Und dann bekommen wir es natürlich auch nicht verteidigt. Das kommt auch mit dazu. Der Ball ist unhaltbar für Sinamoy. Aber ihr seht, wenn das Spiel möchte, dass du ein Gegentor fängst, das ist einfach so geil. Das geht auch in diesem Jahr so weiter. Aber auch davon lassen wir uns nicht unterkriegen. Wir spielen weiter. Wir spielen unseren Schuh hier runter. Und machen das jetzt über Poso. Wanner vorne. Da hoffe ich, dass er auch in der zweiten Saison ja quasi da weitermacht, wo er die letzte beendet hat. Ne? War er auch wichtig, hat viele wichtige und schöne Tore geschossen. Hier wäre es auch wieder fast soweit gewesen. Viel Geld dafür bezahlt, 7,5 Millionen. Aber gut, er ist auch so gut. Er ist auch das Geld wert. So, jetzt kommt Wagner. Neuer Linksverteidiger. Mal gucken, der hat ganz gute Werte eigentlich. Oh, der bringt die Ecke schön rein auf Ferri.
Müsste eigentlich oben nochmal ran, aber nein. Habt ihr auch wieder die Bögen gesehen? Junge, das kann man in der Mathematik nicht besser zeichnen. Diese Bögen, die Spieler manchmal hier laufen, das ist Wahnsinn. Da musst du studiert haben für, ehrlich. Egal, weiter. Nächster Angriff. Wir haben überhaupt nicht so viel Zeit, uns hier über die Situation aufzuregen. Nur ganz kurz, weil dann geht es nämlich schon wieder weiter. Jongwa, Stach mit dem Fehlpass. Listec, kommt da Ferry ran? Nein. Oh, aber der Keeper kommt auch nicht ran. Es ist sehr, sehr viel Nervosität noch da. Hier erster Spieltag wieder. Hoffenheimer wahrscheinlich auch mit ein paar Neuen. Und jetzt mit der nächsten Chance. Tumschu, Luschek hinterläuft. Remberg muss da stehen. Nein, er darf nicht rein. Der war ja überhaupt so schwach geschossen. Das ist eine leichte Beute für Sinamoy. Und dann nisten sie sich da hinten wieder ein mit ihren 5 Mann. Das ist Wahnsinn. Bekommt es bislang leider nicht hinten rausgespielt. Das war mal schön mit der Hacke. War auch gar nicht so geplant. Oh, Listec auf Wanner. Wenn der durchkommt, dann steht es zu 90% 2-1 hier. Remberg jetzt. Ja, kommt nicht hin. Pose auf der Außen. Da ist John oder Jon. Der sagt mir auch irgendwas. Ich glaube, den hatte ich auch mal irgendwann. Anton Stach, aufgepasst. Diese Bälle. Da müssen wir aufpassen. Da steht unsere Verteidigung. Und jetzt wieder die Chance umzuschalten. Listec, wie schnell und wie gut kriegen wir es hin? Nacho muss mal durchlaufen. Nacho Ferry. Ja, kriegt den Ball. Gut gehalten. Oh, und dann kommt der Ball nicht auf Jongwa durch. Der hätte freie Bahn gehabt. Naja, machen wir es so über Listec. Da wäre der Ball auf Wanner, glaube ich, auch besser gewesen. Aber der war wiederum im Abseits. Also ihr seht, es hapert auch hier nur wieder an Kleinigkeiten. Es fehlt nicht viel zur erneuten Führung. Aber es fehlt auch genauso wenig zum Rückstand. Habe ich so das Gefühl. So, jetzt mal die Chance. 3-3. Wenn es schnell geht. Wanner gegen Strobel. Dann müsste Wanner eigentlich schneller sein, aber nicht so. Ich habe eigentlich nach außen gedrückt. Ich wollte eigentlich den Sprint nach außen. Aber irgendwie hatte Wanner was dagegen, weiß ich nicht. Egal, also 1-1 zur Pause. Ist noch ein bisschen Sand im Getriebe, aber wir sind in Führung gegangen, das ist schon mal gut. Nacho hat sein erstes Saisontor. Listec seine erste Vorlage. Und auch so sind wir, glaube ich, ja gut, nicht so ganz überlegen. Es kommt mir so vor, als wären wir die bessere Mannschaft. Mal gucken, wir haben natürlich auch noch ein bisschen Qualität dafür auf der Bank. Ne? Wir haben noch einen Fridjonsson, den wir trotzdem immer noch mal reinwerfen können. Ja, trotz seiner 61er Stärke. Hiklimogo, Kaba, AB für die Innenverteidigung, Duardo, Brodowski. Also für unsere Verhältnisse ist das ein sehr, sehr guter Kader, der hoffentlich gleich noch mit einem neuen Innenverteidiger bestückt wird, wenn ich das so hinbekomme. Der hat auch eine Freigabesumme, die werde ich aber nicht zahlen. Die ist, glaube ich, bei 3, irgendwas. Marktwert ist bei 1,8 Millionen. So ungefähr. Und jetzt schauen wir mal. Listec, gute Chance. Jongwa. Allein gegen alle. Ist wieder alles zu. Da muss er jetzt mal durchlaufen. Ja, zieht einen Mann weg. Dazu hat Nacho dann unten Platz. Gegen Vanheke. Das ist Wahnsinn, wie sie dir auf Schritt und Tritt folgen. Als wären die auf so einer Schiene drauf. Und würden genau jeden Meter mitgehen, den du auch machst. Also den exakt selben Laufweg. Das finde ich schon heftig. So, auch hier wieder schön zustellen. Auf diesen Moment, da warte ich halt immer, bis sie sich den Ball wieder 10.000 Meter weit vorlegen. Hoffenheimer sind da, aber Ishii auch. Ishii macht das sehr, sehr gut. So, jetzt oben mal Platz für Jongwa. Kriegen wir den Ball dahin? Nee. Oder doch? Und der kriegt ihn direkt auf Nacho weiter. Perfekt. Sah erst gar nicht so aus. Nacho jetzt mit der Chance. Einmal Schuss angetäuscht und dann rein damit. Aber der Pfosten hat was dagegen. Gut gespielt. War eigentlich gar nicht so geplant, beziehungsweise es war so geplant. Ich habe nicht gedacht, dass das genau dann so auch durchgeht. Ich habe gedacht, er wird wieder irgendwie vorher abgeblockt. Egal, weiter geht's. Weiter geht's. Nächste Chance. Ja, die Hoffenheimer, die gehen drauf. Die sind im Pressing drin. Ist vielleicht jetzt auch für uns die Chance, hier mal irgendwie ein bisschen Platz zu schaffen. Hier jetzt zum Beispiel über Listec. Chancen sind da, aber zu zentral. Das ist natürlich für Flores in dem Fall nichts Schweres. Und die Zweikämpfe, genau, die müssen wir gewinnen. Ins Gegenpressing rein und dann reicht ja ein Doppelpass meistens oder manchmal oder sogar ein Weitschuss von Listec. Der war schon besser. Das ist mit unser bester Mann, glaube ich. Mit Paul Wanner, der hat eine 72, Listec hat eine 74. Und Paul Wanner bringt jetzt mal die Ecke rein. Schön auf den 5er, 16er, 5er ungefähr. Poso ist da. Nochmal eine Ecke hinterher.
Die machen wir auch wieder ungefähr auf den 11er-Punkt. Da steht Collins, da stehen so viele große, aber dann ist der Ball so schlecht getreten. Darf auch mal passieren. Wagner. Der hätte den eigentlich von links schlagen müssen. Castaneda, Jongwa, Nacho Ferry muss mal durchlaufen, dann kriegt er den. Schöner Ball. Und jetzt aber aus Spitzenwinkel Nacho Ferry. Eiskalt 2-1. Genauso jemanden haben wir gebraucht, der dann auch mal diese Dinger reinmacht. Friedjonsson letzte Saison, weiß ich nicht, der hat auch so Dinger gemacht, aber da wäre die Wahrscheinlichkeit wahrscheinlich nicht so groß gewesen. Aber er macht diesen Laufweg. Da haben wir sogar nochmal ein bisschen Zeit für die Ballrolle und dann ist Nacho Ferry. Ja, eiskalt, super Spiel. Ich hoffe, dass das nicht so ein Ryan Philippe-Verschnitt ist. Ja, der hat ja am Anfang auch gut gescored und dann aber gar nicht mehr. Aber ich glaube, Nacho Ferry ist auch einfach ein anderer Spielertyp. Den kannst du auch mal hoch anspielen. Den kannst du auch mal für einen Kopfball anflanken. Und dafür habe ich auch Wagner geholt. Der hat gute Werte bei Flanken. Das müssen wir dann halt auch noch auf den Platz kriegen. Jetzt müssen wir aber erstmal hier unseren Strafraum verteidigt kriegen. Ischi gegen Lojek. Oh, kein Abseits. Stach. Ja gut, das war ein bisschen zu optimistisch. So, Wechsel. Machen wir natürlich. Wir bringen auch Hekimoglu rein. Der muss auch spielen. Ja, ist auch ein junger Mann, der braucht einfach Spielzeit. Grudowski hätten wir natürlich jetzt noch als Option. Den können wir vielleicht für... Ja, Wanner. Ferry würde ich nicht rausnehmen. Der ist noch gut drauf. Ist auch nicht langsam. Ja, wir warten nochmal. Oder? Nee, komm, wir machen Grudowski für Paul Wanner. Dann kann Grudowski nochmal ein bisschen Speed geben über rechts. Und dann bringen wir das hier hoffentlich nach Hause. Der erste Sieg, gleich im ersten Spiel, das wäre sehr, sehr gut. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht in der Conference League. Ob wir die Playoffs spielen oder nicht. Oder ob wir gleich in der Ligaphase sind und was für Gegner wir kriegen. Ob wir unseren Innenverteidiger bekommen oder ob ich da nochmal nachjustieren muss. Das sind gleich noch alles Fragen, die wir klären werden. So, Platz haben wir. Nsoki kommt gegen Jongwa. Da kann sich aber von verabschieden. Jongwa legt den 8. Gang eingeführt. Jongwa jetzt allein gegen alle. Oh, das war nicht schlau. Das war nicht schlau in den Gegner rein. Da muss ich vorher irgendwie die Kurve kriegen. Das wissen auch die beiden draußen an der Seitenlinie. Und jetzt der Eckball. Vielleicht ein besserer. Komm, vielleicht kriegt Jongwa das hin. Nochmal ungefähr auf dem 5er. Ja, die sind aber zu flach. Aber Poso ist da. Und da ist Hekimoglu gerade eingewechselt. Schade. Auch ihm hoffe ich, oder auch ihm wünsche ich einfach eine bessere Saison. Ja, natürlich mehr Spiele, die wird er auf jeden Fall kriegen. Alleine wegen der Conference League. Und dann natürlich auch in der Liga muss mehr gescored werden. Oh, schade. Das wird auch noch ein richtig guter. Habt ihr ja gesehen in meinem Karrieretalente-Video. Der kriegt bis an die 80, sogar noch höher. Jetzt kommt aber erstmal Hoffenheim. Der war Ferguson. Oh, ist auch ein guter Spieler. Hat auch sehr, sehr viel Entwicklungspotenzial. Der Ire. Und der legt vor zum Ausgleich. Ja, das typische Bild. Wenn du dem Gegner zu viel Platz lässt, dann nutzt er das. Hier, da sind wir nur Begleiter. Dann ist niemand im Rückraum und Sinamoy ist natürlich machtlos. Was auch sonst. Und Lojek ist es. Ja, hätte nicht sein müssen. Das müssen wir einfach vorher verteidigen. Aggressiver, ein bisschen höher stehen. Und steht 2-2. Also es geht wieder mit viel Spektakel los. So wie die alte Saison aufgehört hat, so geht die neue los. Viel Spektakel. Viele Tore und es ist ja noch nicht vorbei. Nacho vielleicht, hat er Bock auf ein drittes? Bestimmt hat er Lust auf ein drittes. Aber die Hoffenheimer auch. Und da müssen wir jetzt aufpassen. Castaneda macht das, holt den Ball zurück. Viel Zeit ist nicht mehr, 10 Minuten noch. Wer riskiert hier? Wem gelingt noch das 3-2? Ich hoffe uns natürlich. Nacho Ferry ist wieder da. Allein gegen alle. Ja, lauf durch, wenn dich keiner angreift. Nacho, komm, 3 damit. Ah, das war der schwerste von allen. Die anderen Dinger macht er so souverän rein und dann aus, ja, eigentlich guten Winkel aufs lange Eck. Schade, schade, schade. Das wäre der Traumeinstand natürlich gewesen. Ist es auch jetzt schon. 2 Tore im ersten Spiel. Viel besser kann es als Neuzugang nicht laufen. Und wir haben ja noch Zeit. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, das Ding hier komplett wieder umzudrehen. Oh, schade. Der Laufweg war wieder richtig, aber er bricht vorher ab. Und Hoffenheim kommt auch nochmal. Kutschu, die haben auch nochmal eine Chance. Achtung, Mausa. Oh, der ist schnell. Gegen Poso. Gegen unsere gesamte Hinterverteidigung, Hintermannschaft. Achtung, die Hoffenheimer. In der 89. auch nochmal mit einem gefährlichen Schuss.
Aber ich glaube, der ist doch weiter vorbeigegangen, oder? Ja, sah aus der anderen Kameraperspektive so aus, als ob er reingehen würde. Deswegen habe ich schon gedacht, oh je, jetzt wird es soweit sein. Aber wir haben noch mal eine Chance. Jong war gegen Prömel. Nee, dazu hätte er den Ball mal kontrollieren müssen. Also wir müssen jetzt mit dem 2-2 zufrieden sein. Ich muss jetzt hier gut verteidigen, dass wir nicht noch das 3-2 kriegen. Aber wenn das Spiel es will, dann soll es so geschehen. Achtung, es muss abseits sein. Kutscho. So, jetzt haben wir noch eine halbe Minute. Kriegen wir den Ball irgendwie schnell nach vorne? Ja, so natürlich nicht. Über Ishii, über Wagner, so natürlich nicht. Also, dann bleibt es beim 2-2. Der erste Punkt der Saison ist geholt. War natürlich mehr drin. Gegentore waren wieder zu leicht, einfach, die wir bekommen haben. Aber Nacho Ferri hat zweimal getroffen. Ja, Wagner hat auch eine gute Partie gemacht. Von daher ist das ein vielversprechender Saisonstart. Gut, zweite Halbzeit haben wir uns wirklich deutlich gesteigert. Und wir haben schon mal die eine Überraschung am ersten Spieltag. Bayern verliert. Bayern verliert das Auftaktspiel. Bei Union war das, glaube ich, ne? 1-0. So, Friedjonsson beschwert sich jetzt wahrscheinlich. Na, ich bin enttäuscht, dass ich nicht spielen durfte. Rotation ist wichtig. Du wirst auch noch deine Einsatzminuten kriegen. So ist es ja nicht. Also, 6. Platz. Nach einem Spiel kann man da noch nicht viel zu sagen. So, wir gehen jetzt rein natürlich in die Verhandlungen. Wir haben erstmal Scouting-Berichte aus England. Gut, das sind halt alles freie Spieler jetzt, ne? Freie Spieler. Und hier auch ein paar andere. Also, weitestgehend sind es aber freie Spieler. Hier hatte ich noch Oskar Schwartau. Aber ihr habt euch ja für Chavez entschieden. Ich habe ja gesagt, die Mehrheit entscheidet. Und einen Innenverteidiger kann man auch immer nochmal gebrauchen. Deswegen gehen wir jetzt rein mit unseren, wie viele Millionen haben wir übrig? 6 Millionen sollten wir hinkriegen. Also Transfers, Transferzentrale. Ich hoffe, dass Chavez noch verfügbar ist. 73 hat der. Gut, der hat einen Marktwert von 3,8 Millionen. Freigabesumme 5 Millionen. Wir können 2,4 bis 4 Millionen. Also Kauf vorschlagen. Vereinsverhandlungen beginnen. So, ich hoffe, der hat einen Dolmetscher mit dabei. Wobei, der darf ja eh nichts sagen. Von daher, völliger Quatsch. So, also, dann gehen wir mal rein. Transfersumme. Fangen wir an mit 2,4 Millionen, wurde ja vorgeschlagen, ne? Also wenn das jetzt irgendwie fehlschlägt, oder soll ich ein bisschen mehr bieten? 2,5 Millionen, was meint ihr? Gut, der Live-Chat ist jetzt nicht offen. Also ich würde mal 2, zur Sicherheit, weil ich bin mir da immer nicht so sicher. Ich vertraue da immer nicht so dem Geschriebenen. Ich mache mal 2,7 Millionen. Ist wahrscheinlich viel zu viel. Gehe ich mal von aus für den 15. 3 Millionen wollen sie haben. Oder machen sie, okay. Ich würde nochmal ein bisschen runtergehen. Gegenangebot 2,8. 100.000 mehr. Schauen wir mal, was sie dazu sagen. Ah ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Wahrscheinlich kriege ich wieder ein D und es wäre mehr drin gewesen. So, jetzt gehen wir zum Gehalt. Jetzt beginnen die Gehaltsverhandlungen. Jetzt kommt die Beraterin wieder mit Handschellen, weil die Spieler dürfen ja selber nichts sagen. Dürfen immer nur schön das Schoßhündchen spielen. So. Buonasera. Hallo, hallo. Schön, dass Sie da sind. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Fahrt hierher. Münster ist auf jeden Fall schöner als die Region rund um Hoffenheim. So. Natürlich Schlüsselspieler mit der 73 spielst du auf jeden Fall. Da muss dann Ishii oder Collins weichen. So, also, gehen wir ran. 3-Jahres-Vertrag. Ist auch völlig okay. Ja, er guckt ein bisschen skeptisch. Die Tasse von den letzten Verhandlungen ist immer noch da. So, alte Tradition muss man einfach beibehalten. So, zack. Keine Freigabesumme. Jetzt das Gehalt. So, er hatte 23.000 vorher. Jetzt versuche ich wieder so ein bisschen zu spielen. Ich mache mal nicht ganz so viel mehr. Ich mache mal 28.000 und meine traditionellen 10.000 Euro Bonus. Was er wahrscheinlich nicht annehmen wird. Ach doch, guck mal, ist ein faires Angebot. Er hätte auch 0 Euro Einstiegsbonus wahrscheinlich genommen. Guck mal, ich bin doch hier der Verhandlungskünstler. Wäre doch gelacht. Also, ja, euer Wunsch ist mir Befehl. Wir haben einen neuen Innenverteidiger. Da kommt da Chavez. Gerade noch gegen ihn gespielt. Wahrscheinlich auf der Bank gesessen, auf der Tribüne. Wahrscheinlich schon im Fanblock von Münster gestanden. Mit seinem neuen Trikot. Ja, ihr seht, ich weiß nicht, ob ihr jetzt das neue Heimtrikot, ihr werdet jetzt das neue Heimtrikot sehen. Ich lasse das mal durchlaufen, dann habt ihr das schon mal gesehen. Aber das neue Stadion habt ihr noch nicht gesehen. Das wird gegen Wolfsburg eingeweiht, ne? UEFA-Richtlinien und so weiter. Ich hatte da so ein bisschen mit Gianni Infantino auch gesprochen. So sieht das neue Trikot von hinten aus und so sieht es von vorne aus. Ein schöner Verlauf, wie ich finde. So ein Grün sieht aus, als wäre das so getupft mit einem Schwamm. So ein leichter Verlauf. Zwar noch ein weißes Trikot mit zur Auswahl. Die haben sich halt gestritten. Und das Trikot hat mit knapp 4% Vorsprung, glaube ich, gewonnen. Herzlichen Dank für die Abstimmung. Das ist euer Werk. Und ein B immerhin. Ja, mal gucken, was ich noch hätte machen können. 2,4 Millionen, aber ich glaube, dann wäre er nicht weiter runtergegangen. Deswegen hatte ich so ein bisschen Schiss. Naja, also jetzt haben wir
Wie viel Millionen noch übrig? Vielleicht reicht es ja für noch einen Spieler. Mal gucken. 2 Millionen, aber das wird nichts mehr. Die anderen haben, glaube ich, alle eine höhere Freigabe oder Ablösesumme, sagen wir es mal so. Na, Transferzentrale. Ja, jetzt geht's rein. So, hier haben wir 1,7 Millionen. Das wird schwer. Buckley, den werde ich nicht kriegen. Ich lasse ihn jetzt beobachten, aber wie gesagt, Freigabesumme von 97 Millionen. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass der was für uns ist. Natürlich Luke Chambers wäre auch noch eine Option gewesen. Natürlich, der kann Innenverteidiger und Linksverteidiger spielen, aber Wagner ist ja schon Linksverteidiger. Svetinovic könnten wir eventuell noch holen, aber da habe ich jetzt genug. Auch er hier beim Ali kann Rechtsverteidiger und Innenverteidiger spielen, aber Chavez hat mir dann doch mehr zugesagt, weil der hat halt eine 73. Ja, Ali kann es aber auch immer holen. Und den habe ich einfach mal so mit drauf genommen, weil ich fand das sehr interessant. 16-jähriger Stürmer aus Gibraltar bei Braunschweig. Gabriel Summers, den lasse ich jetzt auch nochmal beobachten. Und dann war es das erstmal für diesen Part. Haben wir auch wieder viel geschafft. 9 Spieler verpflichtet. Das erste Spiel gemacht, unentschieden gespielt. Mal gucken, wie es hier aussieht. Oben in der Tabelle Leverkusen, Stuttgart. Der erste FC Köln ist auch wieder mit oben mit dabei. Leipzig, Bayern 12. Frankfurt auf Platz 11. Wo sind denn die Aufsteiger? Heidenheim ist aufgestiegen, ne? St. Pauli ist auch wieder aufgestiegen. Und Hamburg hat ja die Klasse gehalten. Die haben ja in der Relegation, glaube ich, gespielt. Obwohl, nee, wo ist denn Bochum? Der VfL Bochum ist weg oder waren die letzte Saison schon weg? Nee, Bochum ist auch abgestiegen. Wer ist denn dafür hochgekommen? St. Pauli, Heidenheim und? Hä, bin ich doof? Na egal, habe ich irgendwie wieder was nicht mitbekommen. Also, erste Heimspiel gegen Wolfsburg, dann im neuen Stadion. Ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr sagt. Bis dahin, lasst gerne einen Daumen nach oben da, ein kostenloses Abo auf dem Weg zu 9000 Abonnenten. Würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mich dabei unterstützt. Also, macht's gut, bis zum nächsten Spiel. Ciao, ciao.